und willkommen bei der Late Late Show mit mir, Florian Strelitz. Und das waren wieder ein paar spannende Wochen seit der letzten Show, in denen zum Beispiel Russland weiterhin jeden Tag für über 10 Millionen Euro Gas verbrennt, weil es keinen Abnehmer dafür findet. Okay, ich wüsste da so ungefähr 27 alleine in Europa, aber so brennt Russland tagtäglich mit einem gigantischen Bunsenbrenner ein noch viel größeres Loch in die Ozonschicht. Vermutlich auch da in der Hoffnung, nach 3 Tagen die Hauptstadt der Ozonschicht besetzt zu haben. Oder weil dort böse Ozon-Nazis wehrlose Russen drangsalieren. Oder einfach nur, um die Welt gleich für uns alle kaputt zu machen. Ich denke, wir sind auf der Skala bei Wladimir Putin langsam von verrückter Despot, der eventuell in seiner Freizeit Katzenbabys ertränkt, zu vollkommen durchgeknallter Despot, der definitiv nicht nur Katzenbabys in seiner Freizeit ertränkt. Und dann haben wir natürlich auch weiterhin die galoppierende Inflation. Dabei hatten wir in den letzten Monaten nur das Glück, dass sowohl das 9-Euro-Ticket als auch der Tankrabatt die Inflation um ungefähr 2 Prozentpunkte gesenkt hatte. Wobei man beim Tankrabatt auch sagen muss, dass es die Rendite der Mineralölkonzerne um mindestens 30% steigerte. Denn jeder Cent, der nicht vom Tankrabatt an die Menschen weitergegeben wurde, brachte dem Mineralölkonzern 100 Millionen Euro mehr Gewinne pro Tag. Und alleine in den ersten Wochen nach Einführung haben die Mineralölkonzerne den Rabatt nicht weitergeben können, weil angeblich das Benzin in den Tanks noch zu dem alten Steuersatz eingekauft wurde. Komischerweise ging das am 1. September, dem ersten Tag nach Ende des Tankrabatts, ganz schnell, den Preis wieder um die 35 Cent zu steigern. Egal zu welchem viel niedrigen Steuersatz das Benzin an den Tagen vorher eingekauft wurde. Aber trotzdem lange nicht über eine Übergewinnsteuer reden zu wollen, die genau hier ansetzt und den Unternehmen diese Kohle wieder abnimmt, war nicht nur fatal, sondern einfach nur dumm. Denn Dinge wie der Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket oder die eine oder andere RBB-Intendantin kosten einen Haufen Schotter. Schotter, den wir alle bezahlen, nur nicht die, die damit Milliarden verdient haben. Dass jedoch selbst eine Übergewinnsteuer eben nicht automatisch funktioniert, zeigt dabei Italien. Des einen Leid ist der anderen Freud. Von den explodierenden Energiepreisen haben geschätzte 11.000 Energieunternehmen profitiert. Und diese wollte die Regierung Draghi zur Kasse bitten mit einer Übergewinnsteuer von 25% auf ihre Extraprofite. So muss etwa der Energieriese Eni 1,4 Milliarden Euro an den Staat überweisen. Doch gut 20 Unternehmen wollen nur einen Teil zahlen und wehren sich vor Gericht. Und so hat der Staat anstatt der geplanten 11 Milliarden Euro bisher nur 1 Milliarde Euro kassiert. Es ist völlig inakzeptabel, dass in einer Zeit, in der ein Großteil der italienischen Familien und der italienischen Unternehmen in Schwierigkeiten sind, es einen Industriezweig gibt, der ein Dekret der Regierung umgeht. Immer gut, einfach gesetzlich festgelegte Steuern nicht zu bezahlen. Wer kennt denn das nicht von seiner Einkommensteuererklärung? Zumindest jeder, der gerade aus einem Gemeinschaftsraum der regionalen JVA zuschaut. Und gerade bei uns wirft sich dabei die FDP nur allzu gerne vor den Gerechtigkeitszug, bis es mit Hilfe des letzten Praktikanten gelingt, diesen Zug zum Entgleisen zu bringen. Damit bloß nicht ein Unternehmen seinen fairen Anteil bezahlen muss, so wie wir anderen Idioten. Und ist dann der FDP-Zug, Steuern für Unternehmen sind total unlol und gehören gestrichen, die soll der Pöbel bezahlen, ungebremst durch die Gesetzgebung schafft. Ansonsten hätte die FDP ja auch keine Daseinsberechtigung in dieser Welt und niemand würde diesen Jens Spahn für sehr Arme weiterhin im Fernsehen sehen wollen. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend, nämlich auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die in ein paar Wochen losgeht. Die WM in Katar, ein Milliardenprojekt. In 8 Stadien werden die Spiele nächstes Jahr ausgetragen. Kostenpunkt der Bauten 6,5 Milliarden US-Dollar. Wir fragen nach auf dem Markt in der Hauptstadt Doha, dem Souk Waqif, wie es um die WM-Vorfreude steht. Ja, ich mag Fußball. Warum? Weil Sport gesund ist. Für den Körper. Fußball ist aufregend, es ist interessant. Die WM ist gut für den Tourismus und für mein Geschäft. Sie ist gut für mich. Und scheinbar hat dort noch nie jemand wirklich ein Fußballspiel gesehen,
bei dem Bielefeld mitspielt. Weil spannend und gut für die Gesundheit geht da definitiv nicht zusammen. Für das Geld hätte sich Katar übrigens auch einen Flughafen von uns bauen lassen können. Wäre nützlicher, als 8 Stadien mitten in die Wüste zu kacken für diese wohl bescheuertste und unnötigste WM aller Zeiten. Zumindest bisher, denn auch Saudi-Arabien plant, sich für eine der nächsten Weltmeisterschaften zu bewerben. Da Saudi-Arabien sogar noch mehr Geld hat als Katar, könnten dann die nächsten 5 Weltmeisterschaften einfach gleich am Stück im Jahr 2050 stattfinden. Vermutlich nur genauso zerstückelt, wie der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, Jamal Khashoggi hat zerstückeln lassen. Ungestraft bis heute und auch noch bis 2050 oder 2500. Wenn man mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, ob ich so ein Sportswashing gut finde oder nicht, kann ich nur sagen, dass diese WM, diese korrupte dass diese IS-Schwänze lutschenden Funktionäre der FIFA selbst Jens Spahn intelligent aussehen lassen. Und Jens Spahn ist so ziemlich alles neben schweinehässlich und noch weniger attraktiv als Syphilis, aber definitiv nicht einmal ansatzweise intelligent. Aber um eine so tolle WM bei sich überhaupt haben zu können, gerade wenn man selber überhaupt nicht weiß, was oder wer Fußball so ist, braucht man überraschenderweise Stadien für dieses große Ereignis. Denn bei der FIFA kann man jeden schmieren und vermutlich findet deswegen die WM 2030 dann entweder in einer Penisrakete von Jeff Bezos auf dem Weg zum Mars oder auf dessen Heimatplaneten Alpha durchgeknallt Centauri statt. Aber die FIFA schreibt zwingend vor, dass man Fußball nur in einem Stadion spielen darf. Gerne richtig große Stadien, weil man dann auch Ticketpreise jenseits der 250 € verlangen kann, gerade für Vorrundenklassiker wie Kanada gegen Wales. Beide waren nicht umsonst schon mehrfach im Finale um die EM, um die Vince Lombardi Trophy und um den McDonald's Schüler Cup in Hannover. Nur diese Stadien in Katar haben leider einen kleinen und dezenten Nachteil. Das Durchschnittseinkommen eines Katari liegt bei knapp 100.000 $ im Jahr, was in Euro umgerechnet ungefähr eine halbe RBB-Intendantin ist, ohne Boni. Und ist damit weltweit das größte Per-Kopf-Einkommen. Aus diesem Grund arbeiten relativ wenige Katari, vermutlich minus 100.000 auf dem Bau. Dementsprechend brauchte Katar sehr, sehr viele Arbeiter von außerhalb, die jetzt nicht unbedingt so viel verdienten beim Bau, sondern eher sehr viel dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Im August veröffentlichte Amnesty International, dass Katar routinemäßig Totenscheine für Gastarbeiter ausstellen würde, ohne angemessene Untersuchungen zu Todesursachen durchzuführen. Stattdessen würden die Todesfälle auf natürliche Ursachen oder vage definierte Herzfehler zurückgeführt. Laut Bericht könnte die Quote der ungeklärten Todesfälle bei fast 70% liegen. Die katarische Regierung widerspricht. Unfall- und Sterbestatistiken entsprechen internationalen Standards. Der Menschenrechtsexperte Nicholas McGeehan hat an dem Amnesty-Bericht mitgearbeitet. Das Problem ist, dass zu wenig politischer Druck auf Katar ausgeübt wird. Es scheint so, dass die Behörden nicht wissen, woran eine erhebliche Anzahl an GastarbeiterInnen gestorben sind. Das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass Untersuchungsverfahren nicht vorhanden sind und dass möglicherweise versucht wurde, Todesursachen zu verschleiern. Statistisch gesehen stirbt bei uns in Deutschland alle 4 Tage jemand auf einer Baustelle. In den selbstmordgetriebenen Planer vom BR einmal ausgenommen. Das heißt wiederum, dass pro Jahr bei uns etwa 90 Menschen auf dem Bau sterben. In Katar wiederum sind offiziell seit der Vergabe der WM nach Katar 2010 bis 2019 alleine 15.021 Gastarbeiter gestorben, davon mindestens 6.500, die direkt mit dem Bau der Stadien zu tun hatten. Das heißt, 6.500 in knapp 10 Jahren entspricht 650 Toten pro Jahr
oder knapp 2 Menschen am Tag starben und sterben noch heute auf dem Bau in Katar. Das mit Abstand reichste Land der Welt, das die Stadien aus Gold bauen könnte und damit immer noch billiger wäre als der BR, scheißt auf die Menschen, die ihm dieses Sportswashing-Ereignis überhaupt erst ermöglichen. Wenn man also bisher dachte, Mensch, Katar ist doch voll nett als Land, wenn man nicht gerade wegen einem Tweet gesteinigt wird oder asiatischen Au-pair-Mädchen der Pass weggenommen wird und die dann wie Sklaven gehalten werden, sind die doch alle total nett, oder? Dann hoffe ich nicht, dass das Letzte, woran du dich erinnern kannst, war, dass Bill Cosby dir einen Drink ausgegeben hat. Oder Jeffrey Epstein, oder Prince Andrew, oder Dieter Wedel, oder Jan Böhmermann. Ein anderes Luxusproblem ist auch, dass es in Katar zwar eine Fußballliga gibt, in der viele alternde Fußballstars spielen, um noch einmal richtig abzukassieren. Aber diese Vereine haben ungefähr genauso viele Fans, wie RB Leipzig stimmberechtigte Mitglieder hat. Denn bei RB gilt, dass bei anderen Vereinen die Fans die Namen der Spieler kennen, während bei RB die Spieler die Namen der Fans kennen. Jedenfalls hat Katar dann Stadien, von denen der eine oder andere deutsche Bundesligist nachts träumt, die dann aber faktisch gesehen leer stehen werden nach der WM. Oder wie beim Education City Stadium in Al Rayyan dann als Spielstätte der Frauennationalmannschaft von Katar dient, also noch leerer stehen wird. Nur gerade Brasilien mit der WM 2014 hat gezeigt, was für ein Milliardengrab Sportstätten am Ende sein können. Der heilige Rasen des Maracanã ist vertrocknet. Öde ist es dort, wo Mario Götze das Finaltor Deutschlands gegen Argentinien schoss. Seit einem halben Jahr ist hier nichts mehr passiert, wartet das 400 Millionen Euro teure Stadion auf bessere Zeiten und verfällt. Die Olympia-Organisatoren hätten das Stadion in einem zu schlechten Zustand hinterlassen, deshalb verweigern die Betreiber die Übernahme. Wo diese Stühle vorher genau waren, weiß niemand. Auch was fehlt oder seit wann, ist unklar. Eine offizielle Übergabe fand nie statt. Jetzt ist das Ganze vor Gericht und es scheint, als wollten alle Parteien das Stadion am liebsten loswerden. Derweil stapeln sich die Rechnungen für den Unterhalt. Klar, in Katar sind Milliarden Peanuts und notfalls dienen die Stadien als Kotlager der preisgekrönten Kamele. Dies zeigt aber noch einmal, dass diese ganze Veranstaltung nur einem Zweck dient, dem Sportswashing Katars. Und nicht um Katar als Mekka des Fußballs zu etablieren. Weil es einfach billiger ist, mit Milliarden ein vollkommen unnützes Sportevent ins Land zu holen und damit sein Framing positiver zu machen, als auch nur einen Bruchteil von dem Geld zu nehmen und wirklich etwas besser im eigenen Land zu machen. Das heißt ja noch nicht einmal gleich, einen auf Demokratie zu machen, sondern vielleicht damit anzufangen, Menschen, die andere Meinungen haben, nicht mehr ins Gefängnis zu stecken oder mit 100 Peitschenschlägen zu bestrafen. Also wie im Mittelalter. Oder wie immer noch in Hannover. Theoretisch sind ungefähr 10% der Menschen weltweit homosexuell. Auch wenn in Russland, Saudi-Arabien, Nordkorea und in Katar diese Quote offiziell bei minus 10% liegt. Und diese Homosexualität einfach unter Strafe verboten haben. Dementsprechend meinte auch der ehemalige FIFA-Präsident und automatische Gefängnisinsasse bei jeder Partie Monopoly weltweit, Sepp Blatter, der hier wiederum zeigt, für wie viele Millionen jeder sein eigenes Sauermärchen von ihm haben konnte, dass homosexuelle Menschen doch bitte auf Sex in Katar während der WM verzichten mögen. Hat Sepp Blatter jemals ein Fußballspiel angeschaut? Also ich kann mir kaum etwas sexuell noch mehr Abtörnenderes vorstellen als ein verficktes Fußballspiel. Aber Katar hat auch noch einen weiteren Trumpf im Ärmel, warum wir es demnächst noch viel toller finden werden. Der Emir von Katar lässt es sich nicht nehmen, Minister Habeck persönlich zu empfangen. Kaum ein deutscher hochrangiger Politiker war in den vergangenen Jahren hier. Es ist eine komfortable Situation für ihn. Minister Habeck kommt als Bittsteller. Um unabhängiger von Russland zu werden, will er Flüssiggas für den deutschen Markt. Nach dem Treffen Optimismus. Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Katar gehört zu den größten Gasexporteuren, bislang vor allem für den asiatischen Markt.
Hauptsache, dass wir weiter billig versorgt werden, egal zu welchem Preis dahinter. Was sollen wir also machen mit der WM in Katar? Sollen wir diese am besten einfach boykottieren? Dann hätten wir das aber auch schon 2018 machen müssen bei der Weltmeisterschaft in Russland. Okay, haben wir ja fast, weil wir in der Vorrunde schon boykottiert hatten, wie ein amtierender Weltmeister zu spielen. Hat aber 2018 auch keiner gemacht. Russland hatte da gerade zuvor einfach mal Georgien ein Stück vom Land weggenommen und der Ukraine die Krim. Und trotzdem hat die Welt dann im Vorgarten von Wladimir Putin ihren Scheißfußball gespielt. Russland, von dem wir schon damals wussten, dass es Menschen einfach verschwinden lässt und Medien gleichgeschaltet hat. Ein Russland, von dem wir heute auch wissen, dass es einen Krieg in der Ukraine angefangen hat, das Vergewaltigung dort als Waffe einsetzt und Ukrainer an die Grenze zu Nordkorea deportiert, sowie ukrainische Kinder von seinen Eltern trennt und durch russische Familien zwangsadoptieren lässt. Russland, das halt nicht mehr ein so toller Freund ist mit Gasbenefits wie davor und wir uns wegen der Energiekrise nun neue beste Freunde suchen und diese in Katar recht schnell gefunden haben, wie zuvor 20 Jahre mit Wladimir Putin. Und wir schauen auch da über sämtliche Menschenrechtsverletzungen weg. Hauptsache, unsere Heizung ist warm. Klar, auch ich dusche gerne warm. Aber wenn der Preis dafür ist, dass Menschen in Wohnungen ohne Treppen selbige mit einem Messer in der Hand 28 Mal runterfallen, dann ist da was nicht mehr in Ordnung. Nur machen wir dabei genau denselben Fehler wie zuvor. Anstatt uns schon viel früher unabhängiger von russischem Gas und Öl zu machen, haben wir selbiges nicht gemacht. Natürlich wären auch schon damals Länder wie Venezuela, Kasachstan, Saudi-Arabien und auch Katar die naheliegendsten Alternativen zu Russland gewesen. Zwar keine guten Alternativen, aber als Zwischenschritt notgedrungen nötig gewesen, um uns langfristig von Gas und Öl unabhängig zu machen mit alternativen Energien. Haben wir aber nicht und werden wir auch niemals, wenn nun Katar unser neuer Haus- und Hoflieferant wird. Also machen wir denselben Fehler gleich ein zweites Mal, indem wir eine Abhängigkeit mit einer anderen Abhängigkeit tauschen. Wie als die Weltmeisterschaft zuerst nach Russland ging und dann nach Katar. Und danach vielleicht nach Saudi-Arabien, Venezuela oder sehr wahrscheinlich an die Cayman-Inseln. Denn dann hätten zumindest viele FIFA-Funktionäre einen noch viel kürzeren Weg, um an ihre Schmiergelder für die Vergabe zu kommen. Aber kommen wir jetzt zum Ende noch einmal hierzu. Der viel zu übereilte Abzug aus Afghanistan ist nun ein gutes Jahr her und hat das Land nicht gerade stärker zurückgelassen, sondern noch viel, viel schlimmer. Gerade dank dem Taliban, der sich damals bei der Machtübernahme 2021 trotzdem ziemlich Instagram-konform gab, wie hier. Es sind die womöglich bizarrsten Bilder aus Afghanistan. In den vergangenen Tagen tauchten Videos von Taliban-Kämpfern in Vergnügungsparks in den sozialen Medien auf. Diese Aufnahmen sollen kurz nach Einnahme der Stadt Herat entstanden sein. Und diese direkt nach der Machtübernahme in Kabul. Die Botschaft: Das Leben im neu angekündigten Islamischen Emirat Afghanistan ist voller Vergnügen, inklusive Eis am Stiel. Heilige Scheiße! Vielleicht hätte man nicht 20 Jahre lang den Taliban versuchen sollen, mit allem, was das Militär hergibt, zu bekämpfen, sondern hätte ihnen einfach ein Disney World hingestellt und man hätte sie so viel besser abziehen können, wie ansonsten Millionen von Touristen. Und dann wäre der Taliban vielleicht heute mehr Disney-konform und deutlich diverser aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz hat sich die Lage für die Menschen vor Ort massiv verschlechtert. Vor allem, da alle westlichen Geldgeber ihre Gelder bei der Machtübernahme des Taliban eingefroren haben, mit geradezu katastrophalen Folgen für die Menschen vor Ort. Wohlhabende Einwohner kaufen hier frisches Brot für das Abendessen. Manchmal kaufen sie mehr, als sie brauchen. Für die verzweifelten Frauen, die davor auf der Straße sitzen und auf Almosen hoffen. Viele von ihnen sind Witwen, viele sind mehr als eine Stunde gelaufen, um hierher zu kommen. Wir sind gezwungen zu betteln. Warum sollten wir sonst den ganzen Tag hier sitzen? Die Menschen in Afghanistan sind nicht nur Opfer der massiven Kürzung der Hilfe von außen, sondern auch der Sanktionen gegen ihre fundamentalistischen Herrscher.
Milliarden Dollar an Staatsvermögen sind im Ausland eingefroren. Straßenmärkte existieren noch, aber die Wirtschaft bricht zusammen. Und das ist katastrophal. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass wir alle Angst haben, das Geld, das wir nach Afghanistan schicken, um dort den Menschen zu helfen, im schlimmsten Fall in die Hände des Taliban fällt. Und die das nicht nur für Autoscooter oder Eis ausgeben. Wobei bei der aktuellen Inflation würde es gerade mal für 2 Kugeln Eis reichen. Aber die viel wichtigere Frage sollte eben nicht das sein, sondern was passiert mit fast 40 Millionen Menschen, denen wir nicht gewillt sind zu helfen, weil sie gezwungen sind, unter der Herrschaft des Taliban zu leiden? Wollen wir 40 Millionen Menschen verhungern und sterben lassen, weil wir lieber nicht helfen, aus Angst am Ende den Taliban zu ermöglichen, mit dem Geld einen zweiten Autoscooter zu kaufen? Aber die Frage ist eben nicht, was passiert, wenn wir Afghanistan Geld und Hilfe schicken, sondern was passiert, wenn wir es eben nicht machen. Und im Gegensatz zur ersten Frage wissen wir hier ganz genau, was dann passiert. Nämlich, dass Millionen Afghanen, die den Taliban nicht haben wollten, darunter leiden und sterben werden. Es gibt hier keine einfache Lösung ohne ein gewisses Risiko. Aber Millionen Afghanen ein zweites Mal im Stich zu lassen, darf nicht die Antwort auf diese Frage sein. Das war es von der Show nicht nur für heute, sondern auch gleich für dieses Jahr. Und nach 6 Jahren und 268 Lately-Shows endet heute eine Ära. Aber keine Sorge, trotzdem oder gerade deswegen sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Spätestens im Februar, selbe Stelle, selbe Welle. Und vor allem wünsche ich dir heute und bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.